Und dann stand er, das weiß ich noch, standen wir vor seinem Büro, er hat mir direkt in die Augen geguckt und hat gesagt, entweder oder. Und dann gucke ich ihn an und sage, hallo liebe Schwärmerfreunde und herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Heute werde ich euch eine kurze Geschichte erzählen. Lasst uns einfach eintauchen in meine Geschichte und herausfinden, wie ich vom Fußballer zum Speerwerfer wurde. Jetzt fange ich mal von ganz vorne an. Als ich ein kleiner Junge war, gab es bei uns im Ort eigentlich nicht so viel Auswahl, Sport zu machen. Es gab den örtlichen Fußballverein, es gab tatsächlich auch einen Leichtathletikverein und es gab einen Kraftsportverein, also einen Verein, wo man auch ringen gehen konnte. Aber da meine Mutter damals nicht wollte, dass bei mir Blumenkohlohren wachsen, no front an die Ringer, sie mochte das halt nicht. Muss ja nicht bei jedem wachsen, aber die Wahrscheinlichkeit ist ja da. Blieb mir da nichts anderes übrig, als ins Fußballtraining zu gehen oder natürlich auch ins Leichtathletiktraining. Ich habe zu dem Zeitpunkt beides gemacht, habe mich aber irgendwann, als ich so 8, 9 Jahre alt war, dann doch entschieden, ins Fußballtraining zu gehen, also mehr mich dem Fußball zu widmen als der Leichtathletik. Es lag daran, dass sich die Trainingszeiten wirklich 1:1 überschnitten haben. Das war damals, das weiß ich noch, dienstags und donnerstags ab 15 Uhr. Und ja, es hat mir einfach damals mehr Spaß gemacht zu kicken. Ich war im Tor. Ich war einer der wenigen, die sich freiwillig gestreckt haben, ins Tor zu gehen, aber das hat einen ganz banalen Grund gehabt. Und zwar hatte ich einfach keine Ausdauer. Die habe ich zumindest auch heute noch nicht. Ich war damals klein und schnell. Mittlerweile bin ich groß und schnell, also für den Speerwerfer natürlich schnell. Für den Sprint hat es nicht gereicht, aber sei es drum. Ich habe damals ein Idol gehabt, und zwar war das Idol Oliver Kahn. Das war zu den 2000er Zeiten ungefähr ja, der Nationaltorhüter, der Welttorhüter, der Torhüter, der alles gehalten hat. Ich hatte sogar ein Trikot von dem, aber mein Trikot hatte 5 Streifen anstatt 3, wenn ihr versteht, was ich meine. Aber das war mir egal. Ich bin richtig aufgeblüht im Tor, weil es irgendwie meine Position war und ich hätte mir auch damals vorstellen können, im Tor zu bleiben, aber wäre da meine Liebe zur Leichtathletik nicht wieder aufgeblüht. Und zwar war da eigentlich mein Vater dran schuld. Der hat mich irgendwann mal zu den Kreismeisterschaften angemeldet, als ich 10 Jahre alt war. Und habe da eigentlich mit gar keinem Training, wir sind einmal kurz vor den Kreismeisterschaften mal zusammen auf den Sportplatz gegangen, haben da einen Ball geworfen, ich bin 100 Meter gerannt, weil ich wusste, dass es eigentlich in dem Alter nur 50 Meter sind. Und wir haben einen Weitsprunganlauf gemacht. Da wusste er auch nicht, dass ich damals Zonen springen durfte. Das heißt, es gibt in dem Alter einen gewissen Abstand vor und hinter dem Brett, in dem die Kinder abspringen dürfen. Also es wird nicht genau geguckt, ob ein Übertritt war oder nicht. Nur, dass man in dieser Zone abspringen musste. Und dann ist er schier verrückt geworden, weil ich einfach keinen richtigen, kompletten Anlauf hingekriegt habe. Das Wochenende drauf hat dann super geklappt. Ich habe jede Disziplin gewonnen. Den Schlagball, die 50 Meter und den Weitsprung. Und ich war in dem Jahr sogar einer der Besten in ganz Baden, der besten 10-Jährigen im Weitsprung. Das war ein sehr cooles Gefühl, um ehrlich zu sein. Es hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich im Folgejahr auch gesagt habe, das will ich nochmal machen. Aber von mir aus, nicht von meinem Vater aus. Und dann haben wir auch nicht viel trainiert, ging glaube ich 2 oder 3 Mal davor auf dem Sportplatz und habe dann auch wieder alle 3 Disziplinen gewonnen. Habe dann auch nochmal 2 Wochen später den Dreikampf und den Vierkampf gemacht. Und beim Vierkampf ist noch der Hochsprung dabei. Und kurze Anekdote dazu, ich habe einmal die ersten 2 Schulstunden damals in der Grundschule schwänzen dürfen und bin mit den Hauptschülern in die Sporthalle gegangen und durfte da Hochsprung mitmachen. Und bei einer Höhe von 1,20 hat der Sportlehrer gemeint, du Andi, wir gehen jetzt höher, aber für dich reicht es, glaube ich. So langsam ist die Höhe erreicht, die du dann auch springen kannst. Und dann bin ich, glaube 1 oder 2 Tage später war dann schon der Wettkampf, 1,44 gesprungen. Also Ziel mehr als erreicht und wie gesagt, habe dann dementsprechend auch den Vierkampf gewonnen. Wiederum ein Jahr später hat man dann doch gemerkt, dass ohne das Training das Talent irgendwann nicht mehr ausreicht sozusagen. Da habe ich dann nur in Anführungszeichen den Schlagball gewonnen, beziehungsweise den Dreikampf 2 Wochen später. Bei den anderen Disziplinen, beziehungsweise beim Vierkampf, habe ich dennoch eine Medaille geholt. Also es war trotzdem sehr erfolgreich für mich. Das hat mir dann so viel Spaß gemacht, dass ich gesagt habe, warum mache ich eigentlich doch mehr Leichtathletik wieder? Also weg vom Fußball hin zur Leichtathletik. Und so kam ich über unseren damaligen Bürgermeister, Walter Heiler, der ein Schulfreund von Rüdiger Haxen ist und immer noch einer seiner besten Freunde, zu MTG Mannheim.
Weil Rüdiger Haxen war damals auch Bundestrainer für Hürdenfrauen, der in Mannheim sozusagen als Bundestrainer stationiert war. Der hat gesagt, okay, wenn der Springen, Laufen, Werfen kann, dann soll er doch mal in eine Jugendgruppe kommen und gucken, ob es ihm Spaß macht und wie es sich so entwickelt. So kam ich zur MTG Mannheim. Ja, und mein erster Wettkampf bei der MTG Mannheim waren damals die Vereinsmeisterschaften. Das war sogar im gleichen Jahr, wo ich mich entschieden habe, mehr Leichtathletik zu machen und wurde dann da direkt hinter dem badischen Meister Zweiter und habe mich dann auch gleich mit meiner Punktzahl präsentieren können für den Verein. Und die haben dann gesagt, ey, so einer wie der Andi, da könnte was draus werden eventuell. Ne? Der soll mal schön bei der MTG bleiben. Und ja, so habe ich dann entschieden, dass ich Vereinsmitglied werde. Seit 1. Januar 2005 bin ich offiziell Mitglied der MTG Mannheim. Habe dann da die ersten 2 Jahre in einer Mehrkampfgruppe trainiert bei Georg Thomé, der dann auch gemerkt hat, dass ich das Faible für die Wurfdisziplin habe. Und so haben wir zusammen mit 2 anderen Leichtathleten aus meiner Gruppe spezifisches Wurftraining gehabt bei Lutz Klemm, bei meinem jetzigen Trainer. Also der hat mich damals schon nicht nur im Sperrwurf, sondern auch im Diskus und Kugel unterrichtet bzw. trainiert. Dann kam Ende 2006 war das dann die Überlegung, dass ich vielleicht disziplinspezifischer mal mich auf eine Disziplin konzentrieren sollte, und das war dann bei mir der Sperrwurf. Da kam der Georg auf mich zu und gesagt, du Andi, welche Wurfdisziplin machst du am liebsten? Da habe ich gesagt, den Sperrwurf. So kam es dazu, dass der Lutz mich dann ab 2007 trainiert hat. Damals noch zu 50%, das heißt, ich habe 2-mal die Woche beim Lutz Sperrwurf spezifisch trainiert und auch 2-mal die Woche bei meinem Mehrkampftrainer. Als das Jahr dann doch recht erfolgreich war, also im Sperrwurf, und habe dann damals 58,70 Meter, glaube ich, waren das geworfen und habe dann auch gleich die Quali geschafft für die deutschen Jugendmeisterschaften. Damals waren die in Ulm. Das war eine sehr, sehr große Überraschung, dass ich das gleich im ersten Jahr geschafft habe. Also der Lutz hat, glaube ich, damals nicht unbedingt damit gerechnet, dass ich die Quali-Weide gleich werfe. So hat er mich dann Ende 2007 gefragt, ob ich nicht beim Sperrwurf bleiben möchte tatsächlich. Ich sage immer, das war eine meiner größten Entscheidungen zu dem Zeitpunkt, die ich alleine getroffen habe. Ich bin da nicht erst nach Hause gegangen zu meinen Eltern und gesagt, wie seht ihr das? Ne? Soll ich beim Sperrwurf bleiben? Ich bin mir noch unsicher. Und so oder so ähnlich habe ich es auch dem Lutz gesagt, dass ich ein Jahr später, also 2. Jahr B-Jugend wäre das dann gewesen, nochmal die Schiene 50-50 fahren möchte. 50% Mehrkampf, 50% Sperrwurf. Und hat der Lutz gemeint, nein, entweder oder. Und dann stand er, das weiß ich noch, standen wir vor seinem Büro, er hat mir direkt in die Augen geguckt und hat gesagt, entweder oder. Und dann gucke ich ihn an und sage, gut, dann werde ich Sperrwerfer. Da war die Sache besiegelt. Ich war ab dem Zeitpunkt dann offiziell Sperrwerfer. In dem Mehrkampf habe ich dann, ja, ich will nicht sagen den Rücken zugekehrt, aber ich glaube, das war die bessere Entscheidung. Im Nachhinein natürlich, kann man sagen. Und eine Anekdote dazu, als ich dann mit meiner Mama wieder Richtung Auto gelaufen bin, ich war noch keine 18 und durfte noch nicht alleine fahren, und habe ihr erzählt, so Mama, ich werde jetzt Sperrwerfer. Und ich weiß nicht mehr zu dem Zeitpunkt ihre genaue Reaktion, aber sie hat erstmal nichts gesagt und war auch auf der Autofahrt recht still. Jahre später, was heißt Jahre später? Das war eigentlich 1,5 Jahre später, nachdem ich dann Junioren-Europameister wurde in Novi Sad in Serbien 2009, hat sie mir das dann von ihrer Sichtweise noch erzählt, dass als ich ihr gesagt hatte, dass ich Sperrwerfer werde, das Erste, was bei ihr durch den Kopf ging, war, oh mein Gott, jetzt fahre ich meinen Sohn 4-mal die Woche ab sofort nach Mannheim ins Training, für das, dass der einen Stock durch die Gegend wirft. Ich bin froh, dass sie sich es damals für sich behalten hat und dass es natürlich erst zum späteren Zeitpunkt rausgekommen ist, als sich der Erfolg dann auch eingestellt hat. Und wie gesagt, im Nachhinein kann man immer sagen, es war eine kluge Entscheidung, dass ich mich für den Sperrwurf entschieden habe und nicht für den Mehrkampf. Aber ja gut, man weiß nicht, wo ich heute stehen würde, wenn ich beim Mehrkampf geblieben wäre, ob ich Mehrkämpfer geworden wäre oder ich mich für eine andere Disziplin entschieden hätte. Aber wie gesagt, ich bin froh, dass ich Sperrwerfer geworden bin und immer noch Sperrwerfer bin. So, das war sie, die kurze Geschichte von mir vom Torwart zum Sperrwerfer. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Ihr könnt gerne in den Kommentaren mal eure vielleicht kurze Story erzählen, was ihr denn für eine Disziplin macht, beziehungsweise was ihr auch für einen Sport macht. Vielleicht seid ihr keine Leichtathleten. Und es würde mich sehr interessieren, wie ihr zu der Sportart gekommen seid. Und ich bin auch
sehr, sehr dankbar, dass ich auch den Sport so ausüben kann und auch ausüben durfte. Auch mit der Unterstützung, die ich damals hatte, nicht nur von meinen Trainern, sondern natürlich auch von meinen Eltern, die mich fast jeden Tag irgendwann nach Mannheim gefahren haben, damit ich trainieren konnte. Schreibt mir auch in die Kommentare, wenn ihr wissen wollt, wie meine Story weitergeht, und wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, dann abonniert doch den Kanal, drückt die Glocke, dann seid ihr immer up to date, wenn ein neues Video hochgeladen wird. Wenn euch auch das Video gefallen hat, dann drückt doch gerne den Like-Button, würde mich auch sehr, sehr freuen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal, bleibt fit, bis dahin, macht's gut, ciao, ciao.